Das folgende Video beschreibt den Umbau eines ICE-T Baureihe 411 von Gleichstrom analog auf Wechselstrom Digitalbetrieb. Es handelt sich um ein älteres, gebraucht erworbenes Modell der Firma Fleischmann mit der Bezeichnung 4460. Das Modell enthält die beiden Endwagen der ersten und der zweiten Klasse, die in der Realität allerdings beide antriebslos sind. Die Neigetechnik des Originaltriebzugs in den Kurven ist im Modell nachgebildet. Der Endwagen der ersten Klasse enthält den Antriebsmotor. Die Zerlegung des Wagens ist in der Anleitung beschrieben. Nach dem Abziehen des Drehgestells sind 2 Schrauben zu lösen. Dann kann der Stromabnehmer herausgezogen und das Oberteil abgenommen werden. Wie auch auf der Verpackung gekennzeichnet, enthält das Modell eine Schnittstelle nach der Norm Europäischer Modellbahn NEM. Der im Auslieferungszustand vorhandene Blindstecker soll durch den ESO Digitaldecoder Lokpilot 5 ersetzt werden. Das Modell mit dem zur Schnittstelle passenden Stecker enthält die Bezeichnung 59610. In der Anleitung zum Decoder wird darauf hingewiesen, dass die Motoranschlüsse unbedingt potentialfrei sein müssen, was bei Fleischmann-Loks offenbar oft übersehen wird. Eine Beschreibung hierzu habe ich im Stummi-Forum von einem User namens Markus gefunden. Der Link ist in der Videobeschreibung angegeben. Der Lager- oder Motorschild muss so verändert werden, dass keine Verbindung der Motoranschlüsse zum Gehäuse besteht. Hierzu habe ich die Leiterbahnen an den markierten Stellen mit der Kante eines Schleifeinsatzes durchtrennt. Das Ergebnis sieht dann so aus. Auf die gleiche Weise werden auch die am oberen und unteren Rand liegenden Leiterbahnen durchtrennt. Die Leiterbahnen für die rechten und linken Radkontakte des linken Drehgestells werden durch einen kleinen Draht miteinander verbunden. Zur Aufnahme des Stroms der Mittelkontakte wird ein möglichst kurzer Schleifer benötigt. Ich habe mich für das hier gezeigte Märklin-Modell mit 4 cm Länge entschieden. Um einen Kurzschluss zwischen der Schleiferfeder und den Radachsen, zum Beispiel beim Überfahren einer Weiche, zu verhindern, habe ich die Feder von oben lackiert. Nach dem Abtrennen des schwarzen Zapfens wird der Schleifer mit Sekundenkleber unter das Drehgestell geklebt. Das Kabel des Schleifers wird auf die Leiterbandfläche rechts neben dem Umschalter zum Oberleitungsbetrieb aufgelötet. Nun kann der Digitaldecoder eingebaut werden. Für die Richtung des Einbaus sind unter dem Blindstecker sowie am Decoder entsprechende Markierungen vorhanden. Die Mechanik für die Neigetechnik funktioniert nach wie vor einwandfrei. Beim Aufsetzen auf die Schienen erkennt die MS2 den ESO Lokpilot als MFX-Decoder. Der Umbau hat also funktioniert und die erste Testfahrt kann beginnen. Die Endwagenkombination meistert auch den kleinsten Märklin-Radius einwandfrei in Neigetechnik. Bei etwas schwierigeren Schienenbedingungen wie älteren oder unsauberen Gleisen zeigten sich jedoch Kontaktprobleme. Die Aufnahme des Stroms aus den beiden Schienenprofilen erfolgt über die Räder und dann über Masseschleifer. Über weitere Schleifkontakte wird dann die Verbindung vom Drehgestell zu den Leiterbahnen hergestellt. Um die Übertragung zu verbessern, habe ich die beiden Kontakte heruntergebogen, über einen Draht miteinander verbunden und ein Kabel direkt auf der Leiterbahn verlötet. Der große Durchbruch kam aber erst, als ich die alten Gleichstromradsätze durch neue Wechselstromradsätze mit vergleichbarem Durchmesser ersetzt habe. Nun meistert der Zug, auch ergänzt um 3 Mittelwagen, schwierigere Schienenqualitäten einwandfrei. Weitere Informationen zu den ICE-Triebzügen der Deutschen Bahn mit Neigetechnik im Original und im Modell gibt es demnächst in Teil 4 der Videoreihe zum Intercity Express. Bis dahin.